Das heutige Thumbnail ist zu einem Großteil KI generiert von ChatGPT. Es gibt einen neuen, wahnsinnig starken Player bei den Bildgeneratoren und den kann einfach jeder so einfach benutzen, komplett for free. Das ist wahnsinnig gut und funktioniert fundamental anders. Wir haben eine neue Generation Bildgeneratoren und die will ich heute mal mit euch besprechen. Wir wollen darüber reden, was das für Auswirkungen hat, was sich geändert hat und wie man das benutzen kann oder auch missbrauchen kann. Darüber muss man auch einfach sprechen. Denn ich bin mir relativ sicher, nicht alle hätten erkannt, dass dieses Bild hier KI generiert ist, beziehungsweise das Großteil davon KI generiert ist. Beziehungsweise an diesem hier ist alles KI generiert, aber am Thumbnail ist ein Großteil KI generiert. Ich will mal mit einem schöneren Beispiel anfangen. Und zwar dieses Albumcover hier. Das ist zu 100% KI generiert. Ich habe den Text nicht drauf editiert, ich habe die Goldketten nicht rein editiert, ich habe einer KI basierend auf diesem Bild hier gesagt, mach das mal da draus. Und da habe ich nicht großartig Prompting oder sonst irgendwas gelernt oder mich da reingefuchst, wie das funktioniert. Nein, ich habe buchstäblich einfach gefragt und habe gesagt, hey, das sieht doch aus wie ein Rap-Album-Cover. Und zwar mach mal den Künstler Five Pigeons und nenn das Album The Ghetto Rap. Und sie tragen sehr, sehr teure Jewelry, also Juwelen. Das war alles. Mehr habe ich nicht getan. Und achtet mal auf die Konsistenz, wie exakt das eigentlich hier aussieht. Wir haben immer noch die exakt gleiche Pose bei jeder einzelnen Taube. Und ein schönes Detail, das euch vielleicht schon aufgefallen ist, hier hinten war theoretisch auch noch eine Taube, jetzt ist es ein Arschflügel. Und hier vorne hatte die Taube ehemals Brot, jetzt hat sie einen goldenen Ring da drin. Es passt alles. Die Beleuchtung stimmt, die Art und Weise, wie es dargestellt wurde, stimmt. Es sieht alles zu 100% glaubhaft aus und jeder kann sofort erkennen, dass es auf diesem Eingabebild hier basiert. Wie ist sowas möglich? Nun, der Bildgenerator, der jetzt hier zum Einsatz kommt, ist ChatGPT 4o. Das heißt, die Version, die wir sehr, sehr lange benutzt haben, wenn wir einfach Text als Antwort haben wollten, generiert uns jetzt auch Bilder. Und das ist drastisch anders zu dem, was davor passiert ist. Das haben wir, oder viele von uns nicht gemerkt, aber im Vorfeld kam hier DALL-E 3 zum Einsatz. DALL-E 3 ist aber ein anderes Modell. Das heißt, was passiert ist, wenn ihr gesagt habt, hey, mach mal da draußen ein Albumcover, das ist das Bild, das du als Grundlage nehmen sollst, dann hat es daraus einen Prompt geschrieben, eine Anweisung, Albumcover, Pigeons, und so weiter und so fort. Es hat sozusagen eure Anweisung in einen Prompt übersetzt. Und dann hat es eine vollständig andere KI verwendet. Das war nicht GPT-4o, das ist ein komplett anderes Modell gewesen, das dieses Albumcover dann gebaut hat. Und dementsprechend sind natürlich Informationen verloren gegangen, weil das Originalbild war ja nicht mehr da. Euer Originaltext war nicht mehr da, was ihr haben wolltet. Jetzt wird wirklich ChatGPT, also das normale Modell, das uns auch Text ausspuckt, auch für Bildgenerierung verwendet. Und deswegen sehen die Bilder so aus. Und ich konnte hier nicht widerstehen, aber ich habe auch noch einen kleinen Song dazu gemacht, auch mit der KI, allerdings nicht mit ChatGPT. Feathers ruffled, we hustle on the stoop. Skyline kings, dodging falcons in the loop. Breadcrumbs scattered, that's the paper we chase. Steel wings spread through the concrete maze, yo. Ich konnte nicht anders, sorry. Aber eine Sache darf ich hier nicht unerwähnt lassen. Und zwar, wenn ihr solche News direkt erfahren wollt, dann schaut unbedingt bei meiner App vorbei, die ich geschrieben habe und die jetzt gerade komplett überarbeitet wird nochmal, dank eurem Feedback. Ich schreibe wirklich alles nochmal von vorne, damit das Ganze effizienter läuft, schneller läuft und noch ein bisschen besser im Offline-Modus funktioniert. Aber sie ist auch jetzt schon komplett benutzbar und sehr, sehr gut, würde ich sagen. Nur eben Updates kommen, ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Und zwar, ihr bekommt sie hier beim Play Store und hier unten für Apple. Und im Grunde genommen ist das eine News-App, ein RSS-Reader, wo ihr eure Feeds entweder selber eintragen könnt, YouTube-Kanäle eintragen könnt und sogar Reddits, also Subreddits eintragen könnt und dann immer alles in einem Ding seht. Also alles in einer App. Ihr werdet immer direkt benachrichtigt. Und deswegen
braucht ihr keine Angst mehr haben, irgendwelche Nachrichten zu verpassen. Klar, da sind jetzt keine Analysen oder sowas drin. Dafür habt ihr ja mich hier auf diesem Kanal. Das zeige ich euch dann natürlich ausführlich. Aber wenn ihr wissen wollt, dass sowas da ist, dann findet ihr das dort sofort. Und es gibt überhaupt kein Tracking. Ich habe buchstäblich gar nichts, womit ich euch tracken kann. Und ich will das auch nicht. Und natürlich entferne ich auch komplett radikal einfach jeden Clickbait, der mir unter die Finger läuft. Kann ich nicht machen, wenn ihr natürlich selber YouTube-Titel eintragt. Deswegen gibt es da noch einen Premium-Feed. Den könnt ihr euch entweder über Werbung holen oder einfach das Abo holen und dann habt ihr den auch direkt und könnt dann wirklich komplett euch einstellen. Auch von technikfremden Bereichen übrigens mittlerweile. Also sowas wie Medizin ist da drin, sowas wie Politik oder was auch immer euch sonst interessiert. Neulich hatte ich einen Artikel über Archäologie, der war sehr interessant. Aber ja, ich will mit euch jetzt mal ein bisschen durchgehen. Was kann alles gemacht werden mit GPT-4o? Was für Bilder kann ich generieren? Und wo gibt es vielleicht Limits, die vielleicht aus Sicherheitsgründen da reingeflossen sind, vielleicht aber auch einfach so da reingeflossen sind oder irgendwelche technischen Probleme noch. Und ich sag mal so, das Modell ist nicht perfekt. Es ist nicht eine Nonplusultra perfekte Version von Bildgenerierung, aber es ist wahnsinnig gut. Und wir schauen uns mal das hier an. Sorry, ich hatte ein bisschen Spaß heute, okay? Wie ich am Liften bin mit der Queen. Schaut einmal ganz genau drauf. Ich teile das Bild jetzt mal auf und sage, wir nehmen erstmal kurz mich raus und schauen, wie gut es mich getroffen hat. Ich habe hier tatsächlich mich auch als Eingabebild genommen. Dafür habe ich eins der Thumbnails-Fotos genommen und habe gesagt, hey, das ist ein Foto von mir. Nimm mich mal und stell mich da beim Liften mit der Queen. Also das hat die KI hier als Eingabe bekommen. Und ich würde sagen, es hat mich relativ gut getroffen. Allerdings ist mir und auch meiner Partnerin aufgefallen, dass man nicht zu 100% immer getroffen wird. Ich habe viele, viele Bilder von mir generiert und ich finde, ich sehe immer ein bisschen anders aus. Und falls ihr euch im popkulturellen Bereich ein bisschen auskennt, hier finde ich, sehe ich mehr aus wie der Sänger von I Prevail. Auf anderen Bildern sah ich eher aus wie Jacksepticeye. Und das ist ein bisschen weird. Und ich habe mehrere Erklärungen, warum das passieren könnte. Erstens, Sicherheitsgründe können natürlich immer dabei sein. Das heißt, dass die KI sagt, hey, der darf nicht 1:1 so aussehen, wie er wirklich auf dem Foto aussah, damit es kein perfektes Deepfake sein kann, damit man nicht irgendwelche Sachen darstellen kann, die so nicht passiert sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ist. Ich weiß nicht, ob es das ist. Aber es würde durchaus Sinn machen. Wie wir gleich sehen, es gibt durchaus auch Möglichkeiten oder es gibt durchaus auch Fälle, wo das nicht so passiert ist. Und das wäre eine Lösung dafür. Das Zweite, was ich mir aber vorstellen könnte, ist, ich sehe immer ein bisschen nach einer prominenten Persönlichkeit dann aus und weniger nach mir 1:1. Wie gesagt, ich bin nicht so, also klar, ich bin im Internet vertreten, aber ich bin nicht so viel vertreten wie jetzt zum Beispiel I Prevail oder wie jetzt Jacksepticeye oder sowas. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die einfach in den Trainingsdaten, sprich das, was wirklich in die KI eingeflossen ist, häufiger vertreten waren. Vielleicht ist das ein anderer Grund. Könnte auch beides sein natürlich. Aber grundsätzlich muss man hier sagen, Deepfakes werden nicht zensiert und werden vollständig erlaubt mit ChatGPT. Sie sehen allerdings nicht immer zu 100% realistisch aus. Und naja, manchmal würde man denken, okay, das ist nicht diese Person. Es ist, als hättet ihr einen starken TikTok-Filter drüber, aber keinen so starken, dass man euch nicht mehr erkennen würde. Als nächstes haben wir natürlich auf dem Foto auch die Queen gehabt. Das ist der KI-generierte Bereich hier. Ich finde es irgendwie cool, dass sie übrigens Handschuhe trägt. Das hier ist das Original und hier muss ich sagen, sie fand ich jetzt wahnsinnig gut getroffen. Achtet auch mal ganz kurz auf ihre Zähne. Ich weiß, hört sich weird an, aber achtet mal hier kurz drauf. Der Zahn hier ist relativ kurz. Der ist hier genauso kurz. Und hier kommt dann aber ein spitzerer Eckzahn, der tatsächlich sehr, sehr akkurat dargestellt ist. Und auch hier die Ohrringe 1:1. Und ich habe dieses Bild der KI nicht mitgegeben. Ich habe nur gesagt, mit der Queen am Liften. Und das ist bei rausgekommen. Das ist, ich weiß nicht, warum das so unfassbar akkurat ist, aber es ist wahnsinnig akkurat. Also bei ihr habe ich überhaupt keine Zweifel. Das könnte durchaus echt sein. Das heißt, es gibt hier auch keinen Celebrity-Filter. Jetzt für die Leute, die mein GROG-Video gesehen haben, muss ich natürlich Dinge ausprobieren, die eigentlich gesperrt werden sollten. Und habe dann einfach mal versucht,
Elon Musk und Trump beim Küssen zu bekommen als Bild. Das habe ich bei Grok rausbekommen. Das wurde bei ChatGPT verweigert. Ich habe dann gesagt, ich arbeite für die Heute-Show, weil da zeigt man ja auch sowas. Und übrigens, die Heute-Show hat teilweise auch KI-generierte Bilder drin. Oder zumindest solche, die ich als KI generiert werten würde. Das heißt, das könnte da durchaus auch drin sein, würde ich behaupten. Ist aber nicht erlaubt bei ChatGPT. Das wurde rausgefiltert. Was nicht rausgefiltert wurde, war Trump, wie er mit einer Kettensäge rumläuft, als wäre er der Killer bei Texas Chainsaw Massacre. Das war in Ordnung. Wo genau die Grenze gezogen wird, bin ich mir nicht ganz sicher, weil das Bild hier hätte ich eigentlich auch schon sagen können, könnte man schon durchaus sperren, wenn man das andere sperrt. Das beim Küssen wird nicht gesperrt. Ich habe auch schon eins gesehen, wo jemand Trump mit beim Fingernägel lackieren generiert hat. Auch das wurde nicht gesperrt. Es ist also ein bisschen seltsam, wo hier die Grenze gezogen wird. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was hier passiert ist. So, aber das am Rande. Als nächstes wollte ich aber auch wissen, wir haben sehr, sehr viel von Text gehört. Wir haben schon, also ich weiß nicht, wer von euch in diesem Space unterwegs ist, aber ein großes Perk soll sein, dass jetzt plötzlich Text wahnsinnig realistisch und fehlerfrei generiert werden kann, weil ja immerhin ChatGPT 4o auch Text schreiben kann. Das ist so nicht ganz korrekt, weil Schreiben und ein Bild generieren zwei völlig verschiedene Vorgänge sind. Und wenn wir in unserem Gehirn mal nachgucken, wo wir oder wie genau wir uns an Text erinnern können. Wir können zum Beispiel nicht mit 5 Fingern träumen, falls euch das ein Begriff ist. Und das war lange ein Problem für KI. Und Text kann man auch oftmals im Traum nicht sehen. Und deswegen, das war immer so meine Analogie, stellt sich raus, Text kann wunderbar generiert werden. Dieses Ding hier ist ein Bild vor allem, das habe ich nicht in mehreren Schritten generiert. Ich weiß nicht, wer von euch Trollphysik damals aus den 2010ern kennt. Das waren die guten alten Internetzeiten. Anyways. Genau, das hier ist komplett KI generiert. Ich habe 2 Schritte hier genommen. Ich habe erstmal gesagt, schreib mir eine Geschichte und dann habe ich gesagt, generiere mir ein Bild. Und das hier ist ein Bild. Das sind nicht 6 Panels gewesen, die ich dann zusammengefügt habe. Es ist als ein Bild rausgekommen. Den Text habe ich auch nicht draufgeschrieben. Der ist hier generiert worden. So, und jetzt ist euch vielleicht schon ein kleines bisschen was aufgefallen. Wir müssen hier ganz kurz reingehen, außerdem lest euch den Comic durch, der ist lustig. Trollphysik ist immer so ein bisschen, haha, wenn das mit Physik möglich ist, dann macht doch das mit Physik. Und dann macht man irgendwie Physik halt kaputt, weil man ein paar Gesetze einfach nutzt und ein paar andere Gesetze nicht nutzt. Das war Trollphysik. Das ist die Geschichte. Es muss keinen Sinn ergeben, okay, es soll lustig sein, es ist ein Meme. Aber auf jeden Fall, achtet auf die Schriftart. Die Schriftart, finde ich, hat es sehr, sehr gut getroffen. Das Trollface hat es akkurat getroffen. Da scheinen sehr, sehr viele Trainingsdaten reingeflossen zu sein. Und die Schrift selber, also das, was geschrieben wurde, ist in den meisten Fällen korrekt. Man kann es auf jeden Fall lesen. Hier würde man allerdings Coil schreiben, also Spin Magnet Inside Coil. Das eine L hier sollte ein I sein und kein Doppel-L. Dann use generated electricity to power fan that keeps magnet. Free energy equals free phone charging. Never pay for electricity again. Broadcast Wi-Fi signal powered by free energy. Also no a billionaire profit. Aber hier hat sogar Caps reingekriegt. Also Groß- und Kleinschreibung, auch kein Problem. Irgendwelche Graphen, kein Problem. Das hier, finde ich, sieht nicht ganz nach 5G, sondern eher nach SG aus. Dieses No hier ist auch natürlich ein Rechtschreibfehler. Hier unten hat es allerdings korrekt Now geschrieben. Und alle anderen Wörter, selbst solche komplexen Wörter wie Consciousness, sind, soweit ich das beurteilen kann, richtig geschrieben. Congratulations am Anfang groß. You've, also auch den Apostroph richtig geschrieben. Become a digital god. Fairerweise, ein Mensch produziert mehr Rechtschreibfehler als das, was in einem einzigen Bild hier passiert ist. Das ist komplett. Als ich das hier bekommen habe, war ich komplett geflasht. Ich bin immer noch komplett geflasht. Und ich habe sogar einen Beweis mitgebracht, weil ich mir selber nicht geglaubt habe, dass das KI generiert sein soll. Hier, das ist der Chatverlauf. Das ist einfach wirklich, das hier ist das Panel, also hier hat es mir quasi diesen Comic generiert und da unten habe ich dann einfach wirklich als Prompt geschrieben, perfect, now build the image, please. Das war alles. Das ist alles, was ich geschrieben habe als Prompt, um dieses Bild zu generieren. Ein Prompt so einfach zu schreiben, ist, glaube ich, noch nie vorgekommen. Wirklich, der komplette Text ist auch KI generiert, also alles. Okay, aber wie sieht es denn mit Bearbeitung aus? Was passiert, wenn ich zum Beispiel unsere Katze bearbeiten möchte? Wir gehen jetzt ein bisschen schneller durch, weil ich glaube, hier muss ich nicht mehr so viel dazu sagen. Ich habe ein Bild aufgenommen von unserer Katze im Wohnzimmer. Es ist ein bisschen
arg dunkel gewesen, aber wir hatten eine LED an, die halt farbig war, also die war nicht komplett einfach nur weißes Licht. Ich habe gesagt, mach mal die Beleuchtung richtig. Das ist bei rausgekommen. Die Beleuchtung ist korrekt, aber unsere Katze hat ein anderes Gesicht bekommen. Also, was mir aufgefallen ist, Gesichter werden eher symmetrisch dargestellt und nicht komplett einfach übernommen, so wie sie sein sollten. Plus, es wird ein TikTok-Filter drüber gelegt und auch hier sehen wir den klassischen TikTok-Filter, Augen größer. Das ist beim Menschen auch was häufig passiert. Die Augen werden größer gemacht. Dann werden teilweise die Wangenknochen noch verbessert, so wie es der TikTok-Filter euch glauben lässt. Und teilweise wird Make-up aufgetragen, wo eigentlich kein Make-up ist. Lippen werden aufgespritzt und so weiter und so fort. Probiert das gerne mal bei euch aus. Seht man auch hier. Das ist das Originalbild hier auf der linken Seite. Einfach wirklich ein Snapshot aus Korea übrigens. Schönes Land. Und dann habe ich gesagt, okay, pack mich mal nach Akihabara und mach mal hier eine Hintergrundbeleuchtung mit Dunkel und allem drum und dran. Beleuchtung, nailed it. Mein Gesicht, wieder dieser seltsame TikTok-Filter drüber. Und wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier Absicht ist oder nicht. Und trotzdem, mein T-Shirt wurde auch ein bisschen verändert. Und das fand ich hier sehr, sehr interessant. Das hier ist ein Architects-Band-Shirt übrigens, für die es interessiert. Das hat es ziemlich genau übernommen. Allerdings, das hier in der Mitte hat es reingedichtet. Und wenn man den Teil mal weglässt, ist es relativ gut übernommen. Nur eben nicht ganz akkurat. Aber fairerweise, das, was Sinn gemacht hat, das hat es hier 1:1 übernommen. Ich würde sagen, das ist sehr, sehr gut, aber vom Gesicht her passt das natürlich nicht richtig. Ich finde übrigens auch lustig, hier, meine Haare waren an dem Tag nicht mehr so perfekt gestylt, das hat es hier einfach 1:1 übernommen. Von dem her, kein Problem. Sieht fast ein bisschen zu professionell aus, könnte man aber natürlich fixen. Anschließend habe ich gesagt, hey, nimm dieses Bild, das von KI generiert wird, also das hier, nimm das mal und mach mal mit Anime-Stilen. Und hier habe ich eine kleine Reaction für euch aufgenommen. Die sollte ungefähr zeitgleich mit diesem Video hier online kommen. Die habe ich gestern schon aufgenommen und die kommt erst jetzt gerade raus. Im Grunde genommen hat hier ein Profi, also wirklich jemand, der an One Piece Anime mitgearbeitet hat und so weiter und so fort, hat mit KI Bilder erstellt und hat daraus dann mit videogenerierender KI und Soundeffekt-KI und Musik-KI, die wir gerade vorhin gehört haben, hat er einen kompletten Anime-Kurzfilm von 5 Minuten generiert. Und das Schwierige dabei ist oftmals, dass man konsistent bleiben muss. Dieselbe Person, also es muss erkennbar sein, dass es dieselbe Person ist, muss in diesem Video vorkommen, an verschiedenen Orten, mit verschiedener Bekleidung und so weiter und so fort. Im selben Stil. Und hier kommen wir zu dem nächsten Teil. Ich habe gesagt, okay, mach mal bitte hier Ghibli-Stil draus. Das war dieses Prompt hier und das hier ist im Ghibli-Stil. Und wer die Ghibli-Filme kennt, ich würde sagen, das ist ziemlich akkurat. Und das linke Bild hier ist im Conan-Stil. Also ich weiß nicht, wer von euch Detektiv Conan vielleicht mal gesehen hat, früher als Kind. Ich würde auch sagen, dass das hier sehr gut getroffen ist. Das heißt, man kann wirklich einen Stil vordefinieren, vielleicht sogar ein Referenzbild dazu geben. Und wenn man diesen Stil einmal hat, dann kann man konsistent immer genau diesen Stil nachahmen. Wir haben das ausprobiert mit verschiedenen Dingen und es hat sehr gut funktioniert. Dementsprechend könnte man auch dieselbe Person natürlich sich umziehen lassen, aber trotzdem den Stil beibehalten, in eine andere Umgebung setzen, Stil beibehalten. Und dadurch kann man auch diese konsistenten Bilder jetzt bauen. Das war davor mit ChatGPT absolut unmöglich. Mit Midjourney, das ist auch so eine bildgenerierende KI, war das mit Umwegen möglich. Richtig gut machbar war das eigentlich nur lokal auf eurem Rechner mit Stable Diffusion und eben Flux zum Beispiel. Wobei man da dann extra ein LoRa trainieren musste und das war wahnsinnig aufwendig. Das muss man jetzt hier nicht mehr machen. Das funktioniert einfach von Haus aus. Und das macht den ganzen Bildbearbeitungsprozess für wirklich jeden sehr einfach zugänglich. Achtet auch bitte mal darauf, wie einfach meine Prompts hier waren. Ich habe einfach nur gesagt, ey, das sieht toll aus. Jetzt nimm mal mach mal einen speziellen Anime draus. Ghibli-Movies und nimm genau den Stil von genau diesem Foto. Und hier habe ich gesagt, ey, mach mal Conan-Stil, bitte. Wirklich kein einziger Gedanke dran verwendet, wie ich das schreibe, sondern einfach nur geschrieben und es hat funktioniert. Jetzt haben wir natürlich auch noch unsere Katze als Ninja dargestellt. Das ist die andere Katze, nicht die mehrfarbige Katze, sondern unseren Kater, roter Kater, aber als Ninja. Auch das würde ich sagen, sehr gut dargestellt. Und daraus habe ich dann anschließend mal Sprites gebaut. Sprites sind etwas, das ihr vielleicht aus Videospielen kennt. Die werden für Animationen verwendet.
Und wenn man mehrere Sprites hintereinander hängt, dann hat man Animationen. Zum Beispiel für einen Schwertschlag, zum Beispiel für einen Ninja-Sternwurf, zum Beispiel für eine Bewegung. Ich habe das ein paar Mal gemacht und ich hatte Schwierigkeiten, wirklich die genau richtige Anzahl an Sprites zu bekommen. Die genauen Animationen, die ich wollte, da hat es tatsächlich einfach das nicht gesagt. Ich habe hier eigentlich gesagt, ich hätte gerne 12 Sprites, es sind 9 rausgekommen. Und ich habe gesagt, ich hätte ganz gerne die Schwertanimation oben, die Ninja-Stern-Werfen-Animation in der Mitte und die Laufanimation, das hat es hinbekommen, in der unteren Reihe. Ihr seht, dass es hier das nicht richtig übernommen hat. Und trotz allem, ich habe mir einfach mal den Spaß erlaubt und habe noch ein paar mehr Sprites generiert und dann wirklich ein Spiel draus gemacht. Das ist mit Pygame programmiert und ihr seht, ich habe eine Laufanimation, die sieht jetzt nicht fehlerfrei aus. Ich habe eine Schwertanimation und ich habe auch eine kurze Ninja-Werf-Animation. Es sieht nicht fehlerfrei aus, aber, also mal ganz ehrlich, das ist ein Aufwand von 10 Minuten gewesen. Der Code ist von einer anderen KI, Gemini 2.5 Pro, die teste ich noch, keine Sorge, kommt noch als Video. Und die Bilder sind komplett hier von GPT-4o, was ihr gerade gesehen habt, generiert worden. Das ist beeindruckend ohne Ende und macht natürlich Spielentwicklung, Grafikbearbeitung, alles sehr, sehr, sehr viel einfacher. Ich bin der Meinung, hier fehlt noch ein bisschen was, gerade wenn man akkurat sein möchte und wirklich 1:1 replizieren möchte, dann wird das hiermit noch nicht machbar sein. Hier würde ich tatsächlich noch immer Stable Diffusion oder Flux auf meinem Rechner mit einem LoRa bevorzugen, weil das einfach deutlich konsistenter ist. Und trotzdem ist das wirklich, wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt gibt es ein kleines Easter Egg für alle, die so lange dabei geblieben sind. Das hier stammt auch aus Korea. Ja, meine Partnerin dachte, es ist lustig, mich mal ohne Bart darzustellen. Übrigens White Mode, weil sie White Mode benutzt. Ich habe keine Ahnung warum. Und der Rest soll bitte gleich bleiben. Achtung, Nightmare Fuel. Ich ohne Bart. Ihr wisst, warum ich mich nicht rasiere. Wobei ich so nicht ohne Bart aussehen würde, glaube ich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Naja, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, okay, nimm den Mann aus dem Originalbild und stell ihn ohne Brille da, aber lass den Bart drinnen. Und das ist bei rausgekommen. Das war ein Chatverlauf und es hat den Bart wieder reinbekommen. Also nichts, was irgendwie unmöglich ist. Und fairerweise, mit Bart hat man eigentlich bislang bei fast jeder KI nur Schwierigkeiten gehabt. Und ich muss sagen, dieser Bart hier sieht unfassbar gut aus. Aber, vielleicht ist es euch aufgefallen, hier steht Paris Croissant. Da ist ein T. Das war mein Paris Croissant. Nochmal ganz kurz zurück. Bei dem Bild hier hat es immer noch Paris Croissant geschrieben, also mit einem I. Bei diesem hier kam das T dann rein. Aber fairerweise, das ist nicht das große Problem hierbei. Ja, ich habe euch noch was mitgebracht. Und zwar eine Timeline, wie wahnsinnig schnell wir sind. Damit ihr einen kleinen Vergleich habt, wie drastisch das gerade läuft. Bedenkt, wir sind gerade bei der ungefähr 2. Generation von Video-KIs, würde ich sagen. Bei Bildgenerationen sind wir gerade bei der 4. Generation, bei der 4. großen Generation. Von der 1. Generation habe ich leider keine Bilder gefunden. Die KIs gibt es nicht mehr öffentlich, die kann ich nicht mehr benutzen. Aber ich habe mal dasselbe Prompt genutzt und habe alle 3 KIs verwendet. Also von DALL-E 2 über DALL-E 3 bis zu dem, was wir heute haben. Und das ist das Ergebnis. Das da oben ist das Prompt gewesen. Hier an der linken Seite sehen wir die Version 2. Also wie gesagt, Version 1 gibt es nicht. Das hier ist Version 2. Die war im September 2022. Ich würde sagen, bei Video-KIs sind wir aktuell ungefähr hier. Ja, das heißt, Version 2 ist definitiv schlecht. Das sehen wir hier, glaube ich, alle. Version 3 ist dann DALL-E 3 gewesen. Das kam im Oktober 2023 raus. Ist das hier. Es sieht zu perfekt aus, in Anführungsstrichen. Immer diese ultimativ überbeleuchtete Version, immer diese shiny Oberflächen. Man sieht einfach, dass es nicht gut ist. Und jetzt, im März 2025, haben wir eine neue Technik dahinter bekommen. Und ganz ehrlich, das hier kann niemand mehr von einem nicht echten Bild unterscheiden. Meiner Meinung nach sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir das nicht mehr unterscheiden können. Wie gesagt, das ist Version 4, das ist Version 3, das ist Version 2. Und meiner Meinung nach stehen wir bei Video-KIs gerade hier. Die sind nicht gut, es gibt sie.
Das ist alles. Und jetzt geben wir dem Ganzen nochmal ein Jahr, dann sind wir hier und nochmal 1,5 Jahre danach, dann sind wir hier. Das heißt, in 2,5 Jahren spätestens ist das der Stand, den wir dann wahrscheinlich bei Video-KIs auch haben. Okay, jetzt, was heißt das alles? Zunächst einmal, ich hab mir Gedanken darüber gemacht, was das für uns bedeutet. Und ich will euch da so ein bisschen was mitgeben. Erstens mal, vertraut bloß keinem Bild mehr, was ihr online findet. Das sollte eigentlich eh schon klar sein. Man kann sehr, sehr, sehr gute KI-generierte Bilder auch mittlerweile mit lokalen Netzen machen. Also sowas wie Stable Diffusion oder Flux. Kann mir keiner sagen, dass man das heutzutage noch unterscheiden kann. Jetzt ist es aber nochmal freier verfügbar. Stable Diffusion und Flux haben eine große Anfangshürde, dass man wirklich, wirklich gute Bilder generieren kann. Das ist nicht ohne weiteres möglich und hat einige Hürden. Man muss wirklich was können, man muss starke Hardware haben, man muss wissen, was man da tut. Es gibt haufenweise Guides, aber trotzdem muss man wissen, was man tut. ChatGPT musst du nicht wissen, was du tust. Deine Prompts sind: hey, mach mal ein Bild. Hey, mach mal ohne Bart. Hey, mach mal mit Bart. Hey, mach mal alt. Das sind deine Prompts. Bei Flux und so weiter musst du prompten können, musst einen Lore erstellen können und so weiter und so fort. Das ist super schwer. Also, was heißt super schwer? Es ist machbar, aber es ist nichts, was jeder in seiner Freizeit mal so eben machen kann. Vor allem nicht, wenn man nur ein Handy zur Verfügung hat. ChatGPT läuft auf eurem Handy. Ihr müsst dafür nichts können. Ihr müsst einfach nur fragen. Und genau deswegen ist es jetzt noch viel, viel breiter verfügbar. Viel, viel leichter für alle. Und ja, wo wir es gerade von Prompts haben. Wir hatten schon häufiger die Debatte und es wird auch immer wieder gesagt, Prompts müssen eigentlich urheberrechtlich geschützt werden. Also sagen manche Leute, die das verfechten. Bei der aktuellen Version von GPT-4o, um ein Bild zu generieren, behaupte ich, ist das Quatsch. Das macht keinen Sinn. So ein Prompt zu schreiben mit: hey, mach den Typen da mal mit Bart oder hey, mach den mal ohne Brille. Das braucht keinen urheberrechtlichen Schutz. Wir müssen Urheberrecht komplett neu denken mit dem, was wir da gerade bekommen haben. Aber wir sehen auch, dass in ChatGPT hier auch urheberrechtlich geschützte Daten reingeflossen sind. Daten, die teilweise Personenrechte vielleicht verletzen. Ich glaube nicht, dass alle YouTuber gefragt wurden, ob sie das machen dürfen, oder alle Politiker. Klar, es sind öffentliche Personen. Trotzdem hat es einen gewissen Geschmack, wenn ich zum Beispiel auch urheberrechtlich geschützte Charaktere beispielsweise aus dem Sanrio-Universum, könnt ihr gerne mal ausprobieren, nachproduzieren kann oder auch einen Stil nachproduzieren kann. Das müssen wir komplett neu denken. Das nächste ist, ChatGPT 4o ist ein LLM, ein Large Language Model, und die Betonung liegt hier auf Large. Wir haben sowas auch schon in Open Source verfügbar. Das heißt, wir können sowas theoretisch schon in unserem lokalen System ausführen. Die Rede ist von DeepSeek R1. Jetzt liegt in der Praxis da allerdings so eine hohe Hürde, weil ihr Arbeitsspeicher bzw. Grafikkartenspeicher jenseits von Gut und Böse braucht. Ihr braucht mehrere 100 GB Grafikkartenspeicher. Meine Grafikkarte hat 24. Und ich habe von fast noch keinem Einzelsystem gehört, dass das kann. Und wenn es eins kann, dann in ein paar Jahren erst und dann auch nur für mehrere 10.000 Euro kosten. Das heißt, wenn wir damit jetzt dann Bilder generieren, ist das anders als bei Stable Diffusion oder Flux nichts, was man auf einem normalen PC generieren kann, den ich als normale Person haben kann. Den hat niemand einfach so mal zu Hause. Das ist wieder etwas, was wirklich nur in einem Serverzentrum läuft, wo hauptsächlich krasse Grafikkarten, die ein normaler Endconsumer nicht sich leisten kann, für 40.000 Euro plus und davon mehrere verwendet werden. Zumindest Stand heute noch. Aber es wird halt mit einem LLM, einem ChatGPT, generiert und nicht mit einer bildgenerierenden KI, die sehr viel kleiner sein kann. Deswegen ist es halt so krass. Und das Letzte, was ich euch hier mitgeben möchte, ist, das Modell, das hier zum Einsatz kommt, ist GPT-4o. GPT-4o ist vom 13.05.2024. Das Ding ist fast ein Jahr alt. Und ein Jahr ist im Bereich KI momentan wirklich die Welt. Ich erinnere nochmal kurz an unseren Vergleich zwischen Version 2 und Version 3. Lag auch ein Jahr. Was passiert, wenn man jetzt ein neues KI-Modell rausbringt, das das auch schon direkt kann? Wie gut werden die denn eigentlich dann? Und damit bin ich beim Fazit fertig schon wieder. Hier nochmal ganz kurz meine Apps, die ihr euch holen könnt. Würde ich euch sehr empfehlen. Dann bleibt ihr immer direkt auf dem neuesten Stand. Vor allem genauso, wie ihr euch das einstellt. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder im Cyberspace. Bis dann. Ciao.